Unique landscapes, their colors, their inhabitants, and their special atmosphere. Famous painters have immortalized them on canvas. Timelessly beautiful cities, picturesque valleys, the sea, castles, and rocks. These places continue to fascinate people to this day. What is the secret of their magical attraction? Rügen. In the 19th century, Caspar David Friedrich finds inspiration here for some of his greatest masterpieces and turns the island into a landscape of longing for many people. Not far from the coast of Mecklenburg-Vorpommern, Germany's largest island rises out of the Baltic Sea. The extensive coastline winds along and divides the land for more than 570 kilometers, creating a world of peninsulas and lagoons. Paradise after paradise reveals itself here. The landscapes on Rügen are diverse. Friedrich's paintings have made the spectacular chalk coast world famous. His name is inseparably linked to this unique landscape. The sea, chalk cliffs, and beach forest form a complete work of art, which must be protected. Biologist Hans-Dieter Knapp is dedicated to this task. He is one of the founding fathers of today's Jasmund National Park. The rich chalk deposits on the peninsula were established 70 million years ago from the calcareous remains of sea-dwelling animals. Durch mächtigen Gletscherdruck ist diese Halbinsel an die Oberfläche gekommen, von Gletschern in die Zange genommen, aufgepresst und überformt. Das Meer nagt seit etwa 6000 Jahren an dieser Küste, verändert sie fortwährend. Und diesem Prozess haben wir die bizarren Felsbildungen der Kreideküste und damit ihre Schönheit zu verdanken. Das ist einfach spektakulär und muss Menschen einfach faszinieren. Und die ersten, die das bewusst wahrgenommen haben, waren Künstler. Once upon a time, poets and painters like Friedrich praised Rügen's beauty. Today, it's media reports and travel guides. The great challenge facing the national park is to simultaneously promote visitor interest and nature conservation, especially in those areas where one can walk in Friedrich's footsteps. Ja, eines der bekanntesten Gemälde von Friedrich sind ja die Kreidefelsen von Rügen, die er 1822 im Atelier gemalt hat. Und die zugrunde liegenden Skizzen sind offenbar an dieser Stelle, an der wir jetzt stehen, entstanden. Wenn wir heute hier hinunterschauen, sind diese spitzen Zacken ein ganzes Stück abgetragen, die Schlucht inzwischen fast bewaldet. Und das ist ein Zeichen für die ausgeprägte Dynamik dieser Küste. Und die Schönheit der weißen Kreidefelsen ist nur möglich aufgrund dieser ständigen Veränderung. Friedrich paints the chalk cliffs in what is probably the happiest phase of his life, inspired by his honeymoon on the island. Freshly in love, he shows his young wife all the places he learned to love as a young man. Rügen's numerous beaches are of particular interest for the tourism that established itself at the time. Initially, the wealthy spa guests stayed overnight with the farmers and fishermen. The first hotel opens in 1869. The island was an important source of inspiration for Caspar David Friedrich throughout his life. He studied their landscapes in detail on numerous hikes and captured them over and over.
The striking steep bank at Cape Arcona aroused his interest even as an art student, and from then on became a theme in many paintings. Benjamin Troy and Eula Dressel also receive inspiration from the long beaches along the cliffs. They go on a treasure hunt here for all kinds of driftwood, which they turn into small works of art. Die Vorteile natürlich, wenn man hier auf der Insel lebt, ist so, dass du umgeben bist von einer wunderschönen Natur. Die Natur gibt einen sehr, sehr viel. Und das ist, haben wir dann zu unserem Beruf gemacht, ne? Dass wir rausgehen können, in der Natur sein können. Das ist der schönste Part unserer Arbeit. Hinter jeder Bucht steckt eine neue Idee und eine neue Inspiration. Genau. Und dadurch, dass an jedem Strand die Materialien unterschiedlich sind, an der einen Ecke sind es schöne Feuersteine, an der nächsten Ecke ist es schön geschliffenes Treibholz, am Bodden ist es oft auch Seeglas, was man findet. Und somit hat irgendwie jede Ecke und jedes Stück Insel seine eigenen Materialien und auch seine eigene Inspiration. Ne? Ja, und Reize. Oder? Und auch seine eigenen Reize, ja. For years, the couple owned a popular pub on Rügen. But ultimately, along with the birth of their child, the two longed for a less hectic life. Benjamin grew up on the island, and Eula also hails from the coast. They have rediscovered the nature that is native to their home. Wenn wir die Materialien am Strand sammeln, dann tun wir eigentlich keinem damit weh. Also wir nehmen die Ressourcen, die da sind, und die sind auch noch von der Natur geformt. Und ja, das ist eigentlich das Schöne daran, ne? Dass die Natur die Vorgaben auch ein bisschen macht. After a successful treasure hunt, the two take many new finds and even more ideas home with them. They have been presenting the many creative results of their work in a small shop for several years. Each piece is unique. These special gifts are becoming increasingly popular with tourists and locals alike. The freshly collected flotsam is first taken to the camp next door, where it is stored until a further purpose is found. This requires a system. Hier werden sozusagen meine ganzen Funde verstaut. Und das ist sortiert nach Sturmflut. Das ist die letzte Sturmflut aus dem Februar. Und das ist die aus dem Oktober davor. Und dann legen wir das hier alles rein und dann trocknet das so Stück für Stück runter, bis wir das dann verarbeiten können. Ne? Benjamin Troy is a trained carpenter. After long nights behind the bar, he rediscovered his love for handcrafts 5 years ago. At that time, he was an outsider to the industry and saw little chance of succeeding in the creative arts. But Troy knows how to start a business, and he firmly believed in his idea. Die Reaktion war schon unterschiedlich. Ne? Dem einen hat man dann erzählt, wir haben da was vor. Und da ich immer sehr viel vorhab, war da schon das eine oder andere Schmunzeln dabei, wo wir gesagt haben, lass ihn mal machen. Ja. Aber mittlerweile freuen sie sich alle, dass wir den Schritt gewagt haben und auch vielleicht so ein bisschen Pionierarbeit geleistet haben, einen Weg zu finden, wie kann man Sachen herstellen, die wirklich von der Insel sind. Und dann sucht man immer, wie macht man das am besten. Ja, aus Treibholz, wie baust du eine Möwe? The success of the project has laid all doubts to rest. Rügen's history stretches far back into the past. The Stone Age graves that can be found all around the island bear witness to this. Friedrich was already studying them during his first visit at the age of 16.
A few years later, the old stones became interesting to him as a patriotic motif. They represent the rich cultural heritage of his homeland. Friedrich's ideas arise from the spirit of the times. The more powerful Napoleon grows in Central Europe, the stronger a new national consciousness among Germans becomes. Archaeologist and monument conservationist Michael Shirin regularly checks the condition of the stone graves. In the 19th century, the new need for national identity roused researchers' interests in the old structures for the first time. Hagenau, a contemporary of Friedrich, takes an initial inventory. Hagenow selbst zählt etwa 250 Großsteingräber auf. Er wird aber nicht alles erkannt haben, denn einiges lag ja noch unter Erdhügeln verborgen. Und in den 30er Jahren, also fast 100 Jahre später, ist der Bestand auf etwa 45 geschrumpft. Das zeigt, dass durch den Landesausbau enorm viele dieser Gräber zerstört worden sind und zu Schotter verarbeitet wurden oder zu Straßenpflaster. Technological advancements make this possible. Ironically, the great clearing of the graves begins at the same time as the new appreciation of them. Many of these ancient artifacts are removed from the Rügen landscape piece by piece. In some places, however, former landowners supported the preservation of the now more than 2,000-year-old graves. A stroke of luck for modern researchers. But the natural surroundings are increasingly becoming a problem. The roots of the trees lift the stones out of the ground. Regulations applied to the protected area prohibit them from being felled. Environmental protection takes precedence over monument conservation. Strikingly often, there are oaks growing around the stone graves. Die Erbauer dieser Anlagen in der Jungsteinzeit hatten natürlich ein Interesse, dass diese Anlagen weithin sichtbar waren. Es waren ja die ersten architektonischen Eingriffe in die Landschaft überhaupt. Und mit Sicherheit haben auf diesen Anlagen keine Bäume gestanden. Das ist eigentlich eine Zutat, die sozusagen erst in sehr viel späterer Zeit gekommen ist. Hier auf Rügen denke ich, dass viele dieser Anlagen auch bewusst mit Eichen bepflanzt worden sind. Wahrscheinlich haben es die örtlichen Gutsbesitzer gemacht, die ja durchaus auch dieser nationalen Idee und den nationalen Ideen dieser Zeit aufgeschlossen gegenüber waren. Along with nature, the large number of visitors to the stone graves also presents a challenge for protecting the historical monuments. Inzwischen haben wir einen starken touristischen Druck auf diese Gräber. Wir haben täglich Hunderte von Besuchern, die um die Anlagen herumgehen, die in die Anlagen hineinsteigen. Und man sieht leider rundherum starke Erosion. Und wir müssen uns als Denkmalpfleger natürlich überlegen, wie können wir das auf Dauer erhalten, diese ältesten Architekturdenkmäler Nordeuropas. The archaeologists know that in order to preserve the graves for posterity, they should actually be buried again under mounds of earth, as the builders had planned 2,000 years ago. Caspar David Friedrich has been familiar with the landscapes on Rügen since his childhood. He is born in nearby Greifswald in 1774 and grows up there. The Hanseatic city has a university rich in tradition, where the artist also receives his first drawing lessons. In the restored family home, the original was destroyed in a fire, Suzanne Pappenfuss and her team dedicate themselves to the family history of the artist and his origins in Greifswald. For generations, this was the location of the candle and soap factory that his father had built in Friedrich's hometown. Es ist, glaube ich, für viele Besucher tatsächlich ein Erlebnis, einfach wirklich an diesem authentischen Ort zu sein und auch nochmal diese Atmosphäre zu spüren. Suzanne Pappenfuss has thoroughly researched the Friedrichs family tree. While his relatives stayed in Greifswald, the talented Caspar David went to the Academy of Arts in Dresden at the age of 24, where he ultimately began his own family. Also es macht unglaublich viel Spaß, einfach weil es wirklich so diesen Entdeckerdrang dann irgendwann gibt und man richtig glücklich ist, wenn man dann wieder einen ganzen Zweig der Familie entdeckt hat. Also es ist es macht förmlich süchtig. Friedrich never severs his connection to his home.
Er hatte seine grundlegende Inspiration und seine Prägung auch hier erhalten, nicht nur über seine erste Ausbildung hier an der Universität Greifswald, sondern auch über die Motive, die sich ja auch heute noch finden lassen. Also der Hafen von Greifswald, der Markt, der Dom, das sind alles Motive, die später in seinen Bildern immer wieder auftauchen. Und diese Heimatverbundenheit ist einfach ganz stark ausgeprägt bei Friedrich. As a tribute to the city, Friedrich situates his brothers on the Greifswald Market Square. The siblings have a very close relationship. Early on, they lost their mother and their beloved sister. This welded the brothers together. Death and transience are themes that accompany Caspar David Friedrich throughout his life. His feelings find expression in the depiction of sinking ships and wreckage. A real ship graveyard has emerged around the island over the centuries. About 1,500 wrecks are still lying on the seabed in this region of the Baltic Sea. The oldest of them date back to the Middle Ages, but aircraft from the Second World War are also among their number. Hinter 5 Meter kann schon wieder was ganz Unbekanntes kommen. Ja, wir haben Sichtweiten von, teilweise von 0 und schon alleine, wenn man zum Wrack runtergeht, kann man eben das Wrack noch gar nicht sehen. Und gerade diese Unbekanntheit, dieses Ungewissheit, was einem da unten erwartet, das ist so eben so dieser Adrenalinkick irgendwo wahrscheinlich, den man so haben möchte dort. Wolfgang Frank and his team know the diving area around Rügen like the backs of their hands. In summer, they take tourists to the most exciting places, but they also regularly support archaeologists and historians in their research. Ich hatte vor 14 Tagen Besuch von 2 amerikanischen Offizieren und die suchen dieses Jahr eben ihre vermissten Bomber, Piloten und Besatzung. Und gerade hier vor der Insel Rügen haben wir hier etliche Positionen in einem sehr großen Gebiet. Fishermen have reported various aeroplane wrecks to Frank. They are often the first to come across them with their nets. Das ist also mal ein Foto von diesem Motor. Und an diesem Sternmotor haben wir vorne hinter der Luftschraube eine Markierung. Dort müsste theoretisch also die technischen Angaben für diesen Motor sein, wo der benutzt wurde, eventuell sogar, was für ein Flugzeug dort war. Gibt es denn Anhaltspunkte, dass jetzt irgendwo hier ein Wrack runtergekommen ist, wo der Motor dahin gehört? Es gibt eine Zeichnung von einem Kind, das am Ende des Zweiten Weltkrieges geflüchtet ist. Und auf dieser Zeichnung ist zu sehen, dass also mehrere Flugzeuge hier in der Proravik in Richtung Sassnitz, leicht in Richtung Königstuhl dort abgestürzt sind. The child's drawing shows the divers that they are on the right track. The plane wreck identified by the fishermen appears to be what the Americans have been searching for. The team has been standing at the ready for many days, and today the weather conditions are finally going to permit them to take a dive. But the Baltic Sea has its perils. Es sind eben nicht diese klaren Sichtverhältnisse, die man unten von Thailand oder von den Seychellen kennt. Da ist mehr Leben drin, da unten mehr Korallen halt und aber trotzdem ist die Ostsee schön. Und wenn wir 5 bis 10 Meter haben und manchmal 20 und auch manchmal auch 30 sogar, dann toppt das schon. Aber diese Tage muss man finden. For today's mission, Wolfgang Frank has gathered the best divers from his team. They have relied on the expertise of the 63-year-old for many years. Frank is one of Rügen's most experienced divers, having already completed over 5,000 dives.
Das ist schon was anderes, wenn wir solche Sachen machen, als wenn wir eben mit Touristen zu den bekannten Tauchzielen fahren. Aber das ist eben auch mal dann eine Herausforderung. Ja, man weiß nicht zum Beispiel, wie schwer jetzt der Motor ist. Ja, man muss also ein bisschen improvisieren, ausprobieren. Ja, und in manchen Sachen ist es auch schon so ein bisschen Test, was kann man selber noch, ja, oder was kann man überhaupt, ne, als Taucher machen. Every diving trip leads Wolfgang Frank past the spectacular chalk coast of Rügen. The famous panorama attracts around 1 million tourists to the national park each year. The chalk coast has become Rügen's trademark, not least due to Friedrich's art. The painter attracts people to the island and at the same time creates concern regarding the destruction of the original landscapes. Hans-Dieter Knapp had already fallen in love with the nature on Rügen in his childhood because he grew up here. As an expert on nature conservation, his opinion is in demand worldwide these days. Bis in die 90er Jahre hinein war es ganz selbstverständlich, dass in Schutzgebieten Holzwirtschaft betrieben wird, wie außerhalb von Schutzgebieten auch. Und heute ist es allgemein akzeptiert, dass in Nationalparken nicht rumgehackt und rumgesägt wird, sondern Natur sein darf. Und das ist ein wirklicher Fortschritt im Naturschutz in Deutschland. In the 19th century, Friedrich experiences the beech forest at its lowest point. He speaks out against the large-scale logging. Today, the forest is on the verge of turning back into a true primeval forest. Wir haben damit wirklich ein Stück bedeutendes Naturerbe in das wiedervereinigte Deutschland eingebracht und damit auch Impulse für die weitere Entwicklung des Naturschutzes in Deutschland setzen können. Und das erfüllt mich auch im Nachhinein noch durchaus mit Freude. Environmentalists have now achieved the highest protection status in existence for the old beech forest of Jasmund. From Dresden, the place in which he spent most of his life, Friedrich repeatedly travels back home to do studies, which he later immortalizes on canvas. He departs by ship from Greifswald harbour to the island a total of 7 times. Rügen ist zu der Zeit ein weißer Fleck, weitestgehend weißer Fleck auf der Landkarte, also touristisch nicht entdeckt. Und Friedrich kann mit diesen Rügenbildern, das ist für ihn im Dresdner Bereich auch eine Art Alleinstellungsmerkmal. Er kennt die Insel, er hat sie gesehen, er hat sie gezeichnet, er hat sie in Bildern umgesetzt. Und davon kann er eigentlich auch profitieren, weil das wirklich noch Neuland tatsächlich ist. Und für die Bilder natürlich gut, weil sie sich dann auch einfach gut verkaufen lassen. One of the most important paintings of his artistic career was inspired by the long beaches on the island of Rügen. He finds poetic words for the meaning of the painting. Tief zwar sind deine Fußstapfen am öden, sandigen Strande, doch ein leiser Wind weht darüber hin und deine Spur wird nicht mehr gesehen. Törichter Mensch voll eitlem Dünkel. In the painting The Monk by the Sea, the deeply religious Friedrich expresses his humility before the divine creation. Diesen Mut zu haben, zu sagen, wenn ich eine Landschaft male, dann gebe ich euch nicht mehr als diese 4 Elemente. Und das ist alles, was man auch für eine Landschaft braucht. Also ich brauche keine mythologische Szenerie, ich brauche keine grünen Bäume und auch keinen hellen Sonnenschein, sondern das ist eigentlich das ist meine Heimat. Das ist die Insel Rügen, eine Landschaft, die diese tristen Stimmungen in seiner persönlichen Auseinandersetzung widerspiegelt. The Monk by the Sea is, after all, Friedrich's final breakthrough as an artist. The then Prussian king buys the radical painting. Thus, the 36-year-old painter, who was still unknown, suddenly attracts a lot of attention.
At the time, however, Friedrich is not only expressing his deep religiosity through dark interpretations of Rügen's landscape. The area on the south of the island, with its gentle hills and shallow bays, also inspires him to create idyllic paintings. This is the landscape on Rügen, in which tourism begins to develop during that period. Prince Wilhelm Malte I has a residence here and founds the first seaside resort on the island. The area is rich in tradition, and it is also here that Benjamin Troy and Euler Dressel have their studio. Rügen has long been known as a location for creative people to settle. What began with Friedrich experienced an upswing again after German reunification. A number of art galleries in various artistic communities bear witness to this. Das ist ein Motiv, was viele kennen hier auf der Insel. Es ist sehr bekannt, dieser Blick, also diese Wissower Klinken und verschiedene Materialien, hauptsächlich Treibholz, die wir hier verwendet haben. Und hier sind kleine Steinchen. Und da haben wir auch eine kleine Möwe aus Treibholz gemacht. Und hier ist ein bisschen Borke, was man auch gerne mal am Strand findet. As they comb the Rügen coast, the two are not only on the lookout for driftwood. Sea glass is also an interesting material for them. These are glass shards that have been polished over time by the sand and the waves. Only the gentle surf of the Baltic Sea has saved the glass from being crushed into tiny pieces. Das meiste Seeglas ist ja sozusagen Relikt aus den Ostzeiten. Und ich erinnere mich nur an eine blaue Flasche, das war das Sonnenöl. Das ist sozusagen das Gold unter dem Seeglas. Und dann gibt es noch den Diamanten, ne? Das ist das rote Glas. Und das ist aus der Zeit, da wurde ein Katzenauge noch aus Glas hergestellt. Wenn man sowas findet, dann ist es für uns ganz viel wert. Creating something new from waste, an important statement for Troy. Das ist auch eine Entwicklung, ne? So ein Denken, auch das Umweltdenken. Ne? Ich glaube, vor 20 Jahren hätte noch keiner groß darüber nachgedacht, was er mit seinem Papier am Strand macht. Ne? Das ist so für uns auch ein Beiwerk, dass wir da Aufmerksamkeit erregen mit unseren Sachen. Benjamin Troy and Euler Dressel employ a concept called upcycling. On their own travels, they were always bothered by the mass-produced souvenirs that were all the same. Their artworks made of flotsam are meant to be an alternative. Also was sagst du? Stimmen die Proportionen oder die Zähne hätten die größer sein? Der Mund hätte ein bisschen weiter rüber gemusst. Wie rüber gemusst? Ja, hier, das ist alles so ein bisschen gequetscht hier. Ne? Und mir gefällt's nicht. Jetzt will ich verkacker, ja? Nein, das ist okay. Munchgut Peninsula offers ideal conditions for sailors. On one side lies the shallow lagoon, the Bodden, on the other side, the Baltic Sea. The day trip boat Christine sets sail from here. Jörg Andrasch is the proud owner. The experienced captain offers excursions that introduce interested tourists to the special features of the local waters. Christine was built around 1900 and is a so-called Zesenboot. The Zese is the drift net of these fishing boats. Das ist unsere Kultur, das sind wir. Das ist eine Fischereiart, die schon seit 1600 in Gebrauch ist. Und davon hat die Region gelebt und überlebt, auch in Notzeiten. Schafft das einen großen Schritt? Ja. Zesenboats are ideal for fishing in shallow coastal waters and lagoons. Bodden. These are inner coastal waters separated from the Baltic Sea by islands and peninsulas. So, jetzt kriegt der Wind uns zu halten. Das ist schön. Jetzt kommen wir aus dem Landschutz raus. 5 Meter weiter hier, dieser gelbe Strich, da ist das Boot noch 30 Zentimeter. Ne? Das ist ein Schiff, das ist genau für diese Region gebaut. Wenn es flach wird, dann drückt sich das Schwert rein und ich kann weiterfahren. Mit dem Kielboot wäre die Fahrt gelaufen dann.
Like Caspar David Friedrich, Jörg Andrasch grew up in the maritime atmosphere of Greifswald. The aesthetics of sailing ships fascinate both men, but Andrasch doesn't paint them, he sails them. Ich freue mich, dass ich das Kommando hier haben darf. Ich würde nie sagen, das ist mein Schiff. Vor mir waren 100, nach mir werden auch noch 50 kommen. Ich freue mich einfach nur über dieses schöne Wunder aus Holz und Stahl und Leinewand. They were used for fishing until the 1970s. Today, there are still nearly 150 Zesenboats in operation as day-trip boats. Wenn früher ein Schiffer ein Boot bauen ließ, da wurde keine Zeichnung angefertigt, sondern da sagte er, so wie Karl oder Egon das gemacht haben. Genauso und vielleicht noch ein bisschen verbessern. So ist richtig ein Optimum entstanden, gewachsen. Ist ja auch ein technisches Wunderwerk, dass man dem Wind diese Vorteile abbringt, nicht? Ships are an important motif for the romantic Friedrich, as a symbol of farewells, journeys, and returning home. Wolfgang's diving team has almost arrived at the site of the wreck. Unterhalb des GPS habe ich einen sogenannten Fischfinder, der mir den Grund darstellt. Ja, und wenn wir dann über der Position auf dem Fischfinder eine Erhebung haben, dann haben wir unser Ziel erreicht. The technology is reliable. Anker klar machen. Anker rein. The tension has been increasing during the trip. The desire to deliver results to the Americans runs deep. But what situation will the divers find down below, where the aircraft engine lies? A wreck on the coast of Rügen, a symbol of Friedrich's deep crisis. 10 years after his great successes, his art is increasingly being met with rejection. The pictures are too gloomy, too mystical for his contemporaries. Divers will have to move the motor in order to examine the section with the desired information. They attach a bag filled with air to the motor in an attempt to lift the heavy piece of machinery. The maneuver swirls up a lot of sand and makes the photographer's work considerably more difficult. Together, the divers examine the engine for any indications whatsoever, but the many decades under the water have been hard on it. After just under an hour, they reach the limits of their physical endurance. A result of the first dive. Ja, wir haben den Motor aufgestellt bekommen. Aber so wie ich schon vermutet habe, die Kappe, die also zwischen Motor und Propeller ist, die ist fast nicht mehr da. Wir hoffen, dass wir doch irgendwelche Markierungen bekommen. Haben wir noch ein loses Teil gefunden. Ja, dann müssen wir erst mal gucken. Ne, vielleicht kann man schon an diesen Teilen irgendwas herausbekommen. Meistens ist zumindest die Teilenummer zu erkennen. Ja, dass man also genau sagen kann, das ist ein Motor von. Initial results that can be built upon.
This will certainly not have been the last dive of this mission for Wolfgang Frank and his team. Rügen is one of the sunniest places in Germany. The sun shines most frequently in the north of the island, at Cape Arcona. The area regularly wins the annual record for the whole of Germany. It is the perfect location for growing sea buckthorn. The plant needs a lot of sun for its berries, which are highly sought after due to their extremely high vitamin C content. The shrub is also known as the lemon of the north. Large-scale cultivation of sea buckthorn has been taking place on Rügen since 2003. Siegfried Gewildes was there from the very beginning. Wir haben selber unseren Sanddorn hier, sag ich mal, auf diese Ecke angebaut, weil wir hier den idealen Standort gefunden haben. The shrub grows extremely well on the sandy and gravelly soils at Cape Arcona. Its roots are well anchored in the shallow soils of the coast. Even dunes and steep banks are no problem. It originally comes from Nepal. Today, it is impossible to imagine the coasts of Rügen without sea buckthorn, unless it gets mistreated. Rügen ist ja einige Standorte vom wilden Sanddorn. Der wächst ja eben schon seit Jahrhunderten auf der Insel. Ne? Ist jetzt allerdings auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden, weil herrscht unheimlicher Raubbau. Die Leute schneiden, wenn sie schneiden und wenn sie nicht gerade abstreifen, ohne Sinn und Verstand, muss ich mal leider sagen. Ne? Die schneiden bis zur Achse zurück und dann kann dann leider nichts mehr wachsen. Ne? Ingolf Pabst and Siegfried Gewildes see themselves as godparents of the Rügen sea buckthorn. The great success of the plantation makes them proud of their product. Approximately 1,000 litres of sea buckthorn juice are extracted here every year on about 4 hectares, and all that without the use of chemicals. Die Bäume, die wir jetzt hier mit drin eingebracht haben, die Obstbäume, haben den Effekt, dass uns diese Sanddornkäfer bzw. Sanddornfliege, dass die uns nicht, sag ich mal, die Sträucher kaputt macht. Weil eben auch dann wieder die Vögel hier mit reinkommen zu uns und dann diese Fliegen bekämpfen. Und somit haben wir hier also wir haben immer Sanddorn. Tourists and locals like to volunteer to help with the harvest. Because the berries are processed directly on site, their reward is fresh sea buckthorn juice. The juice and the seeds are used to make jams, oils, spirits, and cosmetics. But the harvest must first be prepared at their large farm. It is the most time-consuming part of the procedure. Ernst Heinemann is the owner of the old estate. Back then, it was his idea to create a sea buckthorn plantation for Rügen on the surrounding acreage. Das hat seine Ursprünge in der DDR, weil die DDR hat ja keine Bananen gehabt und andere Südfrüchte, sondern nur sehr wenig. Und da gab es den Beschluss des Ministerrats, die Humboldt-Uni hat Sanddornfrüchte zu züchten, pflanzen. Deshalb so ein hoher Ertrag. Der wilde Sanddorn hat diesen hohen Ertrag nicht. To get the most out of the harvest, the cleaned branches are shock frozen. In this way, the valuable berries can be shaken off afterwards undamaged. Es ist nicht das Produkt, was gehen schmeckt. Aber wenn man sich damit eine längere Zeit, jetzt, so wie ich, sich mit beschäftigt hat, finde ich Sanddorn gar nicht so schlecht. Also in der Hinsicht ist es gesund, schmeckt gut, ne, und zieht die Falten aus dem Gesicht. When the berries are pressed, the quality of this year's harvest finally becomes evident. The sunnier the season, the higher the juice content of the berries. At Cape Arcona, it's clear. The sea buckthorn is as much a symbol of Rügen as the chalk cliffs and Caspar David Friedrich.
For Jörg Andrasch, the sailing season on Rügen comes to an end at the beginning of October. He traded in his home in Greifswald for the Christine in May and has lived on the boat ever since. Ich habe das Boot bekommen, annähernd im Rohbauzustand. Ich habe erstmal die Feinheiten eingebaut. Den Ofen und die Küche und das Wasser und das Abwasser und die Toilette und also die Dinge oder den Spind hier und die Backskiste hier, wo das Ölzeug drin ist. So 1000 kleine Dinge, die so die Qualität ausmachen. Also ich denke mal und hoffe, dass ich das bis 80 durchhalte. Das ist ja auch ein sehr gutmütiges Schiff. Das kann man machen. Andrasch's wife Suzanne accompanies the 74-year-old as the ship makes its way to Greifswald. In Friedrich's time, the entrance was still almost 350 meters wide, but it has become much narrower over the centuries. Today, a museum harbour commemorates the flourishing Hanseatic city of those days. Greifswald ohne diesen Museumshafen, den wir gegründet haben, kurz vor der Wende, ist nicht mehr denkbar. Das ist so richtig der geistig-meditative Mittelpunkt Greifswalds. Diese wunderschönen alten Schiffe. Arrival at the harbour at sunset. A view to suit the painter's taste. Die Saison, die war lang genug, aber trotzdem, wie sagt der Segler, Segeln ist Leben, die Zeit dazwischen ist Warten. Caspar David Friedrich's last oil painting. Another panorama of Rügen. The unique landscape of this Baltic island was pure inspiration for the painter and still draws people in from all around the world.